Herzlich willkommen zu einem neuen Video von EMTB News. Ich bin Rico. Und ich bin der Chris. Und wir haben gemeinsam 4 coole Light Support EMTBs getestet. Mit dabei ist das Canyon Spectral OnFly, das Uno Iki, das Simplon Repcon TQ und das Trax Plus, um das es in diesem Video geht. Wir haben hier das Trax Plus 9.7, ein E-Enduro mit 170 mm Federweg vorne und hinten und natürlich dem Herzstück, dem TQ HPR 50. Das Trax Plus ist ein Light Support EMTB mit viel Federweg. Chris, erzähl mal kurz was zum Rad. Ja, das Plus ist als E-Enduro positioniert. Es gibt natürlich im Portfolio von Trek noch weitere Fahrräder. Das hier ist allerdings der jüngste Spross. Das ist erst im Juli 2024 erschienen, also noch relativ neu. Das Plus gibt es sowohl in Deutschland als auch in den USA aktuell nur in 2 Ausstattungsvarianten. Wir haben hier das günstigere Modell, das 9.7, für 7.999 €. Es ist relativ schwer, 20,45 Kilo. Ist aber auch dem großen Akku geschuldet. Ja, auf jeden Fall. Also wir schieben hier schon mal die Akkugröße rein, 580 Wattstunden, dazu gehst du aber gleich noch mal ins Detail. 170 mm Federweg vorne und hinten, also schon wirklich viel. Wir haben Mallet-Laufräder, also 29 Zoll vorne, 27,5 Zoll hinten. Die Besonderheit an diesem Design ist auf jeden Fall aber der Hinterbau. Wir haben hier Trax ABP-Hinterbau mit einer konzentrisch gelagerten Drehpunkt-Achs-Kombination. Das Ganze aber kombiniert mit einem High Pivot. Also wir haben hier eine Kettenumlenkung, ihr seht es auf jeden Fall hier im Video. Das Ganze soll die Raderhebungskurve etwas nach hinten ausrichten, kombiniert mit diesem üppigen Federweg für ein wirklich gutes Abfahrtsverhalten sorgen. Das ist aber noch nicht alles, was das Fahrrad besonders macht. Es hat auch noch eine Progressionsverstellung, die ist unten an der Dämpferaufnahme, plus man kann über Steuersatzschalen noch den Lenkwinkel anpassen. Vielfältig anpassbar. Vielfältig anpassbar. Was unüblich für Trek ist, es gibt nur 4 Rahmengrößen. Es gibt S, M, L und XL. Aber jetzt gehen wir erstmal auf den Motor ein. Ja, der Motor, das Herzstück des E-Bikes, hätte ich gesagt. Hier verbaut TQ HPR 50. Der ist super klein, wiegt unter 2 Kilo, hat ein Harmonic Pin-Rin-Getriebe im Inneren, HPR, deswegen auch die Bezeichnung. Das ist speziell, das macht den Motor unheimlich leise und hat einen sehr hohen Wirkungsgrad. In der Spitzenleistung haben wir hier 300 Watt. Das ist deutlich weniger als bei Full-Power-Motoren. Das ist auch weniger als bei anderen Light-Support-Motoren. Aber hier geht es eben darum, dass es besonders harmonisch ist, dass das Rad sehr natürlich sich anfühlt, vom Schub her eher beim Biobike ist als beim E-Moped, sage ich mal ganz salopp. Spannend ist hier, dass der Akku größer ist als bei den Mitbewerbern. Hier haben wir nämlich 580 Wattstunden. Die Mitbewerber haben in der Regel mit TQ eher nur 360 Wattstunden. Range Extender ist auch noch optional möglich mit 160 Wattstunden. Der kostet dann 629 €, so in dem Dreh. Und was ist denn noch Besonderheiten? Manche haben fest verbaute Akkus, andere haben entnehmbare Akkus. Hier haben wir natürlich einen entnehmbaren Akku. Das bedeutet, es ist komfortabler für den User. Und wir können den Motortune per App individuell ein bisschen anpassen. Hört sich auf jeden Fall super, super cool an. Auch die Kombination aus dem großen Akku und dem Range Extender, dass das noch möglich ist. Macht das Rad aber nicht nur gewichtstechnisch schwerer als die anderen, macht das Rad auch meiner Meinung nach ein bisschen größer, oder? Es ist ein großes Rad zumindest. Hier, wir haben das L-Rad getestet. Beim Reach sind wir bei knapp 479 mm. Es hat einen flachen Lenkwinkel mit 300 Grad. Oh, 300 Grad. Das ist ja ein Kreuz. Geil. Es hat einen flachen Lenkwinkel. Wir haben hier 63,4 Grad. Also schon die Downhill-Ambitionen werden hier schon unterstrichen. Der Sitzwinkel ist auch relativ steil. Also auch die Uphill-Ambitionen des E-Bikes werden unterstrichen. 77,2 Grad. Was ein bisschen aus dem Rahmen fällt, ist aber auch dem Hinterbaukonzept geschuldet, die Kettenstrebe. Die ist relativ kurz mit 434,2 mm. Das Ganze wird aber natürlich statisch angegeben. Jetzt müssen wir bei einem High-Pivot-Hinterbau natürlich
daran denken, dass sich das Ganze im Säg schon gelenkt hat und durch den ganzen Federweg hindurch die Kettenstrebe dynamisch länger wird. Bedeutet, sehr kompakt, statisch, aber dynamisch sollte es dann für ein ausgewogenes Fahrgefühl sorgen. Also das Rad wird noch größer? Das Rad wird noch größer, es wird noch länger. Also der Radstand ist schon bei 1267 mm statisch. Dynamisch wird er natürlich, die Gabel wird kürzer, vorne das vordere Rahmendreieck, aber hinten wird es länger, sollte ungefähr konserviert bleiben. Also ich frage dich solche Sachen immer, weil ich ganz gern es selber verstehen möchte, was wir hier so erzählen. Und das ist genau richtig, wenn ich es dann nochmal erklärt bekomme. Also die Geometrie, wie gesagt, ist speziell, das Rad ist lang. Testeindruck. Also es war schon ein ziemlicher Ballerbrody, hätte ich gesagt. Auf jeden Fall. Also ich hatte anfangs ein bisschen zu tun mit dem Fahrrad, weil mir beim Setup schon so ein bisschen die Dämpfungskontrolle gefehlt hat. Und das meine ich jetzt gar nicht mal unbedingt auf der Druckstufenseite, sondern eher auf der Zugstufenseite. Ich fand, das Fahrwerk, die Fahrwerkskomponenten hier von Fox waren auf der sehr schnellen Seite. Das heißt, ich wiege jetzt nicht super viel, also der Mitch und du, ihr seid noch mal ein bisschen schwerer. Ich bin mit 80 Kilo eigentlich für ein L-Rad, glaube ich, eine gute Zielgruppe. Ja. Und ich fand es schon an der Grenze, zu schnell. Als es dann auf den Trail ging, ist es ein bisschen in den Hintergrund verschwunden. Also es trackt den Boden sehr, sehr gut. Es ist wirklich eine Ballerbude. Es braucht aber auch so ein Stück weit Geschwindigkeit. Und ich glaube, das sonst war so gar nicht wach, ja, wenn man so langsam Gefühl, fährt. Also bei mir war es tatsächlich so, wenn man so eher so flowige Trails fährt, wo man einfach nur so vor sich hin cruist und mal hier ein bisschen chippt und dort. Da wird das Rad fast nicht wach, hatte ich so den Eindruck. Also man braucht eine gewisse Geschwindigkeit, damit das richtig losrennt. Dann ist es aber ultra satt. Also das ist sehr fehlerverzeihend, lässt sich intuitiv fahren, hat einen breiten Grenzbereich. Aber es braucht eben dieses Gewisse an Geschwindigkeit, war mein Empfinden. Und dann, im Gegenteil wiederum, wenn es enger wird, war es für mich ein relativ großes Fahrrad. Es macht, wenn du nicht so tief im Federweg stehst, macht es ein paar Sachen einfach ein bisschen seltsam. A, haben wir natürlich diese variable Radlastverteilung durch den High-Pivot-Hinterbau. Dadurch war es für mich nicht so berechenbar. Und ich finde, es ist eher auf der steifen Seite. Das ist auch typisch für Track, sehr steife Fahrräder zu bauen. Und das ist so eine Kombination, wenn man da nicht auf Tempo ist, dann nimmt das Fahrrad wenig Kraft auf. Und für mich war es in diesen Situationen so ein bisschen stelzig. Also weniger so dieses Intuitive, was rauskommt, wenn es so ein bisschen zum Leben erwacht, wenn man wirklich Gas gibt, sondern also so zwei verschiedene Gesichter irgendwo. Das hat mich ein Stück weit gestört, weil es ist selten so, dass man wirklich nur Vollgas bergab ballert. Klar. Aber wie fandest du es denn im Uphill? Im Uphill fand ich das Rad gut. Es hat sich gut pedalieren lassen tatsächlich. Der Motor schiebt halt mit der begrenzten Unterstützung gut mit. Problematisch ist, wenn das Rad dann über 20 Kilo schwer wird, dann wird es auch immer schwerer zu fahren im Uphill, wenn der Motor nur bedingt mitschiebt. Was mich aber auf normalen Trail so ein bisschen genervt hat, aber auch im Uphill tatsächlich, war ein relativ lautes Kettenrasseln. Durch das zusätzliche Pulli, was verbaut ist, geht die Kette natürlich nochmal über einen Ritzel und es passiert einfach nochmal mehr. Und die Kette wird auch nochmal hochgeholt. Also die bewegt sich viel in Kettenzähnen drin oder in Kettenblattzähnen und deswegen wird das Rasseln halt laut. Und das hat mich persönlich so ein bisschen gestört. Die Kette macht auch noch was anderes. Also sie verläuft sehr, sehr nah über der Kettenstrebe. Kommt dazu. Und der Kettenstrebenschutz ist nicht super weich und ich habe das Gefühl, wenn du bergab fährst, dann klappert die Kette und der Kettenstrebenschutz verstärkt es noch so ein bisschen. Also, beziehungsweise du hast den Resonanzkörper der Kettenstrebe, der mitarbeitet und die Geräuschkulisse des Fahrrads erhöht. Also es ist sowohl bergauf ein bisschen lauter, als auch bergab ein bisschen lauter. Fand ich nicht ganz so schön, haben wir bei anderen Fahrrädern deutlich weniger gehabt, aber ist halt eine Eigenschaft dieses Fahrrads. Jetzt kostet das Rad 8.999 €. Ist das jetzt ein super Preis-Leistungs-Verhältnis oder ist das Rad vielleicht sogar teuer für das, was verbaut ist? Also ich muss sagen, ich finde es schon sehr teuer. Du bekommst an diesem Fahrrad, ich sag mal in Anführungszeichen, nur eine Shimano XT-Schaltung.
Die ist aber kombiniert mit einer SLX-Kassette und auch einem SLX-Shifter. Also du kriegst nur ein XT-Schaltwerk. Genau. Du hast nicht mal den guten Shifter dann dabei. Eigentlich das essentiell Wichtige ist ja der Shifter, der dann ein bisschen leichtgängiger geht. Das finde ich nicht so geil. Dann hast du viel Bontrager-Eigenmarkenteile. Wir haben auch einfache Bremsen dran. Einfache Bremsen, die zwar gut funktionieren. Die waren wirklich herausragend. Also ich würde sagen, das war mit eins der besten Teile an diesem Fahrrad. Ja. Gruppenlose Bremsen, aber Knaller Bremsleistung, also wirklich gut. Die Bontrager Reifen, das wäre so das Teil, was ich als allererstes runterschmeißen würde. Haben für mich einfach nicht die Traktion, die ich bei so einem Fahrrad gerne hätte. Außerdem, sie kommen aus der XR-Serie. Das ist bei Trek eher so ein bisschen im Bereich Trail. Also es gibt XR, SE und dann auch noch die Gravity-Reifen. Ich würde an so einem Fahrrad hinten fast schon einen Gravity-Reifen sehen und vorne einen SE. Gerade mit dem Federweg, mit dem Hinterbaukonzept an sich, das Rad ist zum Ballern gemacht. Und dann will ich auch Reifen, die das können, ganz klar. Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, die Ausstattung, es sind natürlich viele tolle Details dran und der Rahmen bietet eine gute Basis, um mehr draus zu machen. Aber in der Ausstattung finde ich es schon eher teuer. Vor allem, wenn man es vergleicht jetzt mit zum Beispiel einem Canyon, was nochmal 500 € weniger kostet und aber schon eine Axis Transmission mitmontiert hat, eine bessere Dämpfung in der Gabel hat. Da finde ich, kommen die Unterschiede dann schon. Wo wir im Testfeld wären, weil wir haben ja verschiedene Bikes gehabt. Wir hatten ja das Uno Iki, wir hatten das Canyon Spectral On-Fly, wir hatten das Simplon Repcon mit TQ und eben das Trek Slash Plus. Im Vergleich zu den anderen, wo siehst du die Vorteile von dem Rad? Also es ist natürlich schon auf Tempo ein klasse Fahrrad, also muss man schon sagen. Die Sicherheit ist sehr hoch, die Kontrolle ist dann sehr, sehr hoch. Es holt sich das eher übers Fahrwerk, finde ich. Wenn du es jetzt zum Beispiel mit dem Uno vergleichst, das Uno ist auch ein sehr langes Fahrrad, holt sich das Ganze ein bisschen mehr über die Geometrie vielleicht, diese Laufruhe rein. Ansonsten im Uphill muss man natürlich sagen, es ist das schwerste Fahrrad im Test. Es hat zwar diesen großen Akku, aber es hängt da schon ein bisschen hinterher. Und zu guter Letzt muss man sagen, preis-leistungstechnisch, wir hatten 2 sehr teure Fahrräder mit dem Uno und dem Simplon. Wir haben das wirklich Preisknaller Canyon mit dabei. Ich finde, da ist es nicht Fisch, nicht Fleisch. Preis-leistungstechnisch gefällt es mir nicht besonders gut. Wo siehst du das Rad? Also für alle, die es vielleicht noch nicht wissen und das erste Mal bei uns hier so in einem Vergleichstest sind, wir kategorisieren tatsächlich, wenn wir Bikes getestet haben, immer für wen ist es geeignet. Ist es für einen Anfänger geeignet, für einen Fortgeschrittenen, für einen ambitioniert Fortgeschrittenen oder gar für einen Profi? Das sind für uns so die Faktoren, die wichtig sind. Anfänger ganz kurz, ist es intuitiv zu fahren? Beim Profi ist es wichtig, ob das Bike einen selbst bremst in der Entwicklung oder vielleicht einfach noch ein bisschen einfach supportet bis zum Ende hin. Das ist wichtig für uns und das können manche Bikes besser, andere schlechter. Wie war es bei dem Trek Slash Plus? Anfänger ist natürlich so ein Thema. Wir haben jetzt gesagt, es hat diese 2 Gesichter. Dieses eine Gesicht, dass es so ein hohes Sicherheitsempfinden hat, spielt dem Anfänger natürlich in die Karten. Auf der anderen Seite diese unstetige Sache, wenn es ein bisschen langsamer wird, ist jetzt nicht direkt geeignet für einen Anfänger. Ich würde sagen, kommt ein bisschen drauf an, ob man jetzt vielleicht schon mal Motorrad gefahren ist und einen Zugang hat zu Geschwindigkeit und dann aufs E-Bike wechselt oder ob man halt wirklich noch gar nichts mit Fahrradfahren am Hut hatte. Fortgeschrittene und ambitioniert Fortgeschrittene würde ich sagen, ohne Probleme. In dieser Ausstattungsvariante würde ich aber sagen, es ist für einen Profi nichts, weil dafür muss man einfach zu viel tauschen. Sobald man wirklich auf einem hohen Tempo ist, fängt es an, mit der Spec schwierig zu werden. Also gerade sowas wie die Reifen, der Durchschlagsschutz auch die Gabel, also da ist wenig Verstellmöglichkeit. Das fehlt dann im Profi auf jeden Fall. Ich würde bei Pro sehen für das Rad auf jeden Fall, dass es hohe Nehmerqualitäten hat. Das bedeutet, dass Fahrwerk ist schon sehr plasch, sehr satt und das Rad kann viel, wenn die Geschwindigkeit passt. Und natürlich Riesenvorteil ist einfach der große Akku, ganz klar. Genau, der große Akku drückt natürlich leider aufs Gewicht. Das ist auch einer der Negativpunkte. Mit 20,45 Kilo ist es ein schweres Fahrrad. Preis-Leistung haben wir jetzt 1-2 Mal erwähnt. Nicht ideal.
Und ich finde, der Einsatzbereich des Fahrrads ist halt ein bisschen spitz. Also es hat eine Zielgruppe, aber eher eine spitze Zielgruppe. Jetzt möchte ich aber euch fragen, seid ihr die Zielgruppe des Trek Slash Plus? Wäre das Fahrrad was für euch oder eher nicht? Damit sind wir eigentlich jetzt am Ende unseres Videos angekommen. Lasst auf jeden Fall ein Like da und abonniert den Kanal. Und natürlich wünschen wir uns von euch, dass ihr euch noch die anderen Videos anguckt. Wir hatten nämlich 4 Bikes im Vergleichstest. Mit dabei waren außerdem das Uno Iki, das Canyon Spectral OnFly und das Simplon Repcon ETQ. Bis zum nächsten Mal und Bleibt elektrisch.